Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um Messung an einer Ausschaltung, also an einer sehr einfachen Schaltung. Wir werden aber sehen, dass diese Messung gar nicht immer so einfach und die Messergebnisse gar nicht so selbstverständlich sind. Ich werde die Messung mit einem DUS-Pol durchführen. Im ersten Teil des Videos setze ich den DUS-Pol als Phasenprüfer ein und im zweiten, durchaus komplizierteren Teil des Videos setze ich den DUS-Pol als zweipoliges Spannungsmessgerät ein. Auch hier möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass sich das Video an Elektrofachkräfte bzw. an Auszubildende in Elektroberufen wendet und nicht für Laien geeignet ist, denn diese Messungen bergen durchaus einige Gefahren. Wir sehen hier die Ausschaltung. Der Außenleiter L wird auf den Ausschalter geführt, hier als Wechselschalter ausgeführt. Das ist meistens so, dass man dafür einen Wechselschalter benutzt. Der zweite Wechselkontakt wird aber hier gar nicht benutzt. Der Schalter ist geöffnet. Der Außenleiter kommt nicht an der Lampe an über den Schaltdraht und somit leuchtet die Lampe nicht. Wird nun der Schalter umgelegt, so rastet er ein und der Außenleiter L ist über den Schaltdraht an die Lampe gelegt. Die Lampe ist mit dem Neutralleiter verbunden und sie leuchtet daher. Grundsätzlich sollte Ihnen klar sein, dass die 230 Volt, die der Außenleiter L liefert, in einer Spule erzeugt werden, die mit dem anderen Ende, mit dem Erdreich verbunden ist, über den sogenannten Betriebserder. Und an diesem Punkt, an der anderen Seite der Spule, gibt es in irgendeiner Form eine Verbindung zum PEN oder auch zum Neutralleiter und der wiederum hat in irgendeiner Form eine Verbindung zum Schutzleiter. Die hier angegebene Variante ist beispielhaft, denn es gibt hier durchaus von den Netzsystemen abhängig verschiedene Varianten. Grundsätzlich ist es aber wichtig zu wissen, dass eben die 230 Volt, die über L geliefert werden, auch zwischen L und der Erde bestehen. Dazu ist es wichtig, diese Verbindung zu kennen. Im ersten Teil des Videos möchte ich nun einige sehr einfache Messungen durchführen. Ich setze den DUS-Pol dazu als Phasenprüfer ein und möchte an dieser Stelle auf mein Video verweisen, in dem ich die grundsätzlichen Spannungsmessmethoden mit dem DUS-Pol erläutert habe. Hier wird er zunächst einfach als Phasenprüfer eingesetzt, so wie das ja auch mit einfachen Phasenprüfern möglich ist, die ja gern auch Lügenstift genannt werden. Es sollte Ihnen dabei klar sein, dass diese einfache Messung immer gegen Erde erfolgt. Das heißt, es ist bei dieser Messung unbedingt sicherzustellen, dass der Mensch, der dieses Messgerät berührt, eine Verbindung zur Erde hat. Ansonsten ist überhaupt keine Messung möglich und die Ergebnisse sind fehlerhaft und somit auch lebensgefährlich. Ich werde nun vom Außenleiter L zur Erde hin 230 Volt messen. Das ist die Spannung vom Außenleiter zur Erde hin, 230 Volt. Denn die werden ja von dieser Spule erzeugt, liegen somit auf der einen Seite am Außenleiter und auf der anderen Seite an der Erde, also sind die dort auch messbar. Die Messung vom Außenleiter L zur Erde ergibt 230 Volt, vom Neutralleiter zur Erde 0 Volt, vom Schutzleiter zur Erde ebenfalls 0 Volt, denn, wie man hier leicht sieht, haben ja der Schutzleiter und der Neutralleiter eine direkte Verbindung zur Erde und können somit keine Potentialdifferenz zur Erde hin aufweisen, das heißt, die Messung muss zwangsläufig 0 Volt ergeben. Zwei weitere Fälle sind hier denkbar und auch sinnvoll. Der eine Fall ist der, dass ich am Schaltdraht messe, wenn der Schalter geöffnet ist. Dabei werde ich 0 Volt messen. Der andere Fall ist der, dass ich am Schaltdraht messe und der Schalter geschlossen ist. Dabei werde ich 230 Volt messen. Hier sehen wir nun den ersten Fall. Die Messung erfolgt hier zwischen dem Schaltdraht am geöffneten Schalter über den einpoligen Phasenprüfer zur Erde hin, über den Menschen. Da die 230 Volt des Außenleiters nun nicht über den geöffneten Schalter an den Schaltdraht weitergegeben werden, werde ich in keinem Fall an dieser Stelle eine Spannung gegenüber Erde messen können. Der einpolige Spannungsprüfer wird also keinen Messwert anzeigen.
Ist der Schalter hingegen geschlossen, so wie hier zu sehen, so liegt ja der Außenleiter mit seinem Potential am Schaltrad, die Lampe leuchtet, wenn sie denn wirklich vorhanden ist, und ich kann an dieser Stelle die 230 Volt mit dem einpoligen Spannungsprüfer gegenüber Erde leicht erfassen. Wie bereits gesagt, es ist sehr wichtig, dass diese Verbindung zur Erde besteht. Die Messungen sind dann fehlerhaft, wenn der Mensch hier sehr gut isoliert zum Erdreich steht, und somit wird er sich in Lebensgefahr begeben, denn er wird diese Spannung gegenüber Erde nicht messen, vermuten, dass sich dort keine Spannung befindet und möglicherweise dort hineingreifen. Sollte dann hier unten die Isolierung fehlen, so kann es zu tödlichen Verletzungen kommen. Damit kommen wir zum zweiten Teil dieses Videos, in dem es um die zweipolige Spannungsmessung mit dem DUS-Pol geht. In diesem Fall wird niemals gegen Erde gemessen. Das heißt, mit den beiden Prüfspitzen des DUS-Pols muss jeweils eine Potentialdifferenz erfasst werden, die eben nicht gegenüber Erde besteht. Da besteht natürlich nun die Möglichkeit, dass ich wieder L zu N messe, eine ganz einfache und oft vorkommende Messung, bei der ich 230 Volt messen werde. Ich kann mit dem DUS-Pol auch die Messung des Außenleiters zum Schutzleiter durchführen, ohne dass es zu einer Auslösung eines etwa vorhandenen FI-Schutzschalters kommt, und werde dabei ebenfalls 230 Volt messen. In dem Video, auf das ich bereits verwiesen habe, wird die Messung von L zu PE auch mit Auslösung erläutert. Zwischen N und PE, wie wir eben gesehen haben, kann keine Potentialdifferenz bestehen, da diese miteinander verbunden sind. Daher werde ich hier 0 Volt messen. Wesentlich interessanter ist allerdings nun die Frage, was ich bei der zweipoligen Messung auf dem Schaltrad messe. Dazu werde ich einige Fälle unterscheiden, denn nur auf dem Schaltrad kann ich ja nicht messen, denn ich muss ja noch den zweiten Bezugspunkt festlegen, und dafür werde ich die einzelnen Fallunterscheidungen nun vornehmen. Im ersten Fall gehe ich davon aus, dass der Schalter geschlossen ist. Dieser Fall ist recht einfach zu erfassen, denn der Schaltrad entspricht ja nun dem Außenleiter L, denn der Außenleiter L ist ja in diesem Fall über den geschlossenen Kontakt auf den Schaltrad geschaltet worden. Auffallen sollte Ihnen an dieser Stelle, dass am Schalter selbst das Bezugspotential zu N oder PE fehlt. Das heißt, es wird nicht so einfach sein, die 230 Volt direkt am Schalter zu messen, denn ich habe hier weder den Neutralleiter noch den Schutzleiter zur Verfügung. Um nun die Spannung gegenüber Erde zu messen, kann damit wiederum der Phasenprüfer eingesetzt werden, oder es muss auf andere Art und Weise, zum Beispiel gegenüber einer Steckdose, die sich unterhalb des Schalters befindet, der Bezugspunkt N oder PE gewonnen werden. Bei der Messung, die wir hier sehen, kann nur ein Wert von 0 Volt herauskommen, denn ich messe ja an dieser Stelle auf einem Stück Leitung den Außenleiter L gegen sich selbst, also L gegen L. Und damit wird mein Messgerät auf jeden Fall 0 Volt anzeigen, und es besteht hier die Gefahr, dass man 0 Volt misst und dabei vergisst, dass trotzdem 230 Volt gegenüber Erde bestehen können und in der Regel auch tatsächlich bestehen. Und somit geht von dieser Messung eine gewisse Lebensgefahr aus, denn man muss diesen Sachverhalt schon begriffen haben. Daher ausdrücklich nochmal der Hinweis, dass das ganze Video sich nur an Elektrofachkräfte wendet. Im gerade betrachteten Fall war der Schalter geschlossen. Ich werde nun den Schalter öffnen und dabei davon ausgehen, dass kein Verbraucher angeschlossen ist bzw. der Verbraucher defekt ist. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine defekte Glühlampe handeln. In diesem Fall ist der Schaltrad nur ein loses Stück Kupfer in der Wand. Das heißt, sämtliche Messungen, die vom Schaltrad gegenüber anderen Messpunkten vorgenommen werden, werden zu dem Ergebnis 0 Volt gelangen. Hier die Situation im Bild. Der Schalter ist geöffnet. Es ist kein Verbraucher angeschlossen oder der Verbraucher ist defekt. Ich muss nun den Schaltrad als ein Stück Kupfer in der Wand
auffassen, das überhaupt keinen Bezug zur elektrischen Anlage hat. Ich werde also weder gegenüber dem Außenleiter L hier eine Spannung messen können, der Duspol wird 0 Volt anzeigen, noch werde ich vom Schaltdraht aus gegenüber dem Neutralleiter oder auch gegenüber dem Schutzleiter eine Spannung messen. Weiterhin ist es hier natürlich so, dass am Schalter selbst die 230 Volt gegenüber Erde vorhanden sind und somit diese Messung wieder richtig interpretiert werden muss. Im nächsten Fall ist der Schalter immer noch geöffnet und es ist ein Verbraucher angeschlossen, der einen elektrischen Durchgang hat, zum Beispiel eine Glühlampe. In diesem Fall muss ich das Ganze nun so auffassen, dass der Verbraucher mit dem Kontakt des Schalters in Reihe geschaltet ist. Und dabei wird der Schaltdraht das Potential des Neutralleiters annehmen. Das Ganze ist hier wieder im Bild zu sehen. Es ist eine Glühlampe angeschlossen, der Schalter ist geöffnet. Die Schaltung kann nun so aufgefasst werden, dass dieser sehr hochohmige Widerstand mit dem Widerstand der Glühlampe in Reihe liegt. Da dieser Widerstand im Verhältnis zu diesem Widerstand unendlich groß ist, wird nun die gesamte Spannung von 230 Volt zwischen diesen beiden Kontakten zu messen sein. Und an der Glühlampe ist keine Spannung zu messen. Das kann man auch dadurch erläutern, dass man über das Ohmsche Gesetz die Spannung berechnet. U ist gleich I mal R, da gar kein Strom fließt, kann hier auch keine Spannung gemessen werden. Diese Argumentation ist an dieser Stelle nicht so einfach, da dieser Widerstand unendlich groß ist. De facto ist es so, dass ich in diesem Fall die 230 Volt am geöffneten Schalter messen kann. Hingegen kann zwischen dem Schaltdraht und dem Neutralleiter keine Spannung gemessen werden. Dann ist es nun so, dass das Potential des Neutralleiters, der ja mit der Erde verbunden ist, über dieses leitfähige Material auf den Schaltdraht gezogen wird und somit keine Potentialdifferenz zwischen diesen beiden Stellen besteht und somit auch die 0 Volt gemessen werden. Es gibt also hier mehrere Möglichkeiten, diese beiden Messergebnisse vernünftig zu begründen. Auch hier ist es natürlich wieder so, dass nur Elektrofachkräfte die Messergebnisse richtig interpretieren können, denn hier sind ja völlig unterschiedliche Ergebnisse vorhanden, je nachdem, ob ich zwischen dem Schaltdraht und dem Neutralleiter messe, beziehungsweise zwischen dem Schaltdraht und dem Außenleiter. Im letzten Fall, den ich hier erläutern möchte, bleibt der Schalter weiterhin geöffnet. Es ist jedoch ein Verbraucher mit einem unbestimmten Verhalten angeschlossen. Wiederum besteht die Schaltung natürlich aus dem geöffneten Schalter, der in Reihe zu diesem Verbraucher liegt, dessen Verhalten ich als unbestimmt festlege. In der Praxis sind das dann sehr häufig Energiesparlampen oder auch modernere Lampen, nämlich LEDs. Und die Messergebnisse werden hier entscheidend vom Verhalten dieser Verbraucher abhängen. Wir sehen hier die Schaltung mit dem geöffneten Schalter und dem Verbrauchsmittel. Hier eine Energiesparlampe. Wir sehen hier ein Bild einer geöffneten Energiesparlampe. Man sieht hier die durchaus recht komplizierte Elektronik, die hier vorhanden ist. Ähnliches gilt auch für LED-Lampen. Auch dort ist eine komplizierte Elektronik vorhanden, um die LED mit der passenden Spannung bzw. dem passenden Strom anzusteuern. Messe ich nun zwischen dem Schaltdraht und dem Neutralleiter, so werde ich 0 Volt messen, denn der Schaltdraht bietet ja überhaupt keinen Potentialbezug zu irgendeiner anderen Spannungsebene. Es ist also hier nicht zu erwarten, dass ich eine Spannung zwischen dem Schaltdraht und dem Neutralleiter messe. Ganz anders ist jedoch die Situation bei der Messung an den beiden Schaltkontakten. Ich habe zwar hier die 230 Volt gegenüber Erde und auch gegenüber dem Neutralleiter, jedoch kann ich so ohne weiteres nicht bestimmen, ob ich nun über diese komplizierte Elektronik in diesem Verbraucher einen Durchgang zum Neutralleiter habe, der es zulässt,
dass an dieser Stelle eine vernünftig messbare Spannung abfällt. Denkbar sind hier tatsächlich sehr viele Varianten. Ist unter diesen Bedingungen der Widerstand zwischen diesen beiden Kontakten genauso groß wie der Widerstand des DUS-Pols, so werde ich hier etwa 115 Volt messen, da ja die beiden in Reihe liegen und somit an beiden die gleiche Spannung abfallen muss. Ist der Widerstand hier deutlich größer als der Widerstand des DUS-Pols, so werde ich hier nur noch eine kleine Spannung messen können. Es sind also hier sehr viele unterschiedliche Messergebnisse denkbar, je nachdem, welcher Art dieser Verbraucher ist. Ich möchte aber hier nochmal darauf hinweisen, dass Spannungsmessgeräte einen sehr hohen Innenwiderstand haben und nur dann hier Teilspannung gemessen werden, wenn auch hier ein relativ großer Widerstand unter diesen Bedingungen gegeben ist. Das aber, wie gesagt, ist sehr schwer vorhersehbar, denn das hängt von den elektronischen Komponenten in diesem Verbraucher ab. Ja, das waren die Fälle, die ich in diesem Video aufzeigen möchte. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.